Hey, schöne Grüße aus Schweden. Wir sind heute ein bisschen früher unterwegs. Wir versuchen die Morgensonne mitzunehmen, denn das soll nur bis ungefähr 11 Uhr sonnig sein und nicht zu bewölkt. Wobei es ist eigentlich momentan bewölkt. Aber wir schauen mal. Es ist jetzt kurz vor 6 Uhr. Vielleicht ist es auch schon 6 Uhr, ich weiß nicht so genau. Und ja, schauen wir mal. Ich habe heute vor, ein bisschen weiter zu fahren. Das letzte Mal bin ich da vorne an der Insel, die man da sieht, dran vorbeigefahren und dann umgedreht und wieder zurück. Da habe ich aber auch nur das Kajak ausprobiert, im Sinne von zu gucken, wie ich da drin sitze, ob ich irgendwelche anderen Probleme habe oder so. Und zumindest bei den Sitzeinstellungen hatte ich ja gesagt, dass ich ein bisschen was umstellen wollte. Das habe ich dann mittlerweile auch getan, habe das sogar auch ein bisschen aufgenommen. Allerdings sind mir die Aufnahmen zur Hälfte verloren gegangen, deswegen gibt es da jetzt nicht viel zu sehen. Gibt auch nicht so viel zu sagen. Im Wesentlichen, mein Hauptproblem sind weder die Fußstützen noch der Sitz, sondern eigentlich die Beinstützen, die man rechts und links hat. Und
Da ist das Problem, war zumindest zuerst das Problem, dachte ich, dass sie für mich, für meine Körperlänge, so wie ich hier sitze, wo der Sitz auch in dem Kajak angeordnet ist, waren die einfach viel zu weit vorne. Das heißt, ich würde davon ausgehen, dass sie eigentlich rechts und links am Oberschenkel dran sein sollten, mehr oder weniger. Bei mir waren die aber vorne über den Knien im Wesentlichen. Ich habe vielleicht einfach zu kurze Beine. Habe mich dann hingesetzt, die abgeschraubt, wollte die ein bisschen mit den vorgebohrten Löchern, die es hier schon gibt, ein bisschen zu mir ran verschieben. Das ging allerdings nicht sehr weit. Also die Voreinstellung war schon sehr weit am Sitz dran. Ich konnte das vielleicht noch einen Zentimeter an mich ran verschieben. Auch nur, weil ich noch ein extra Loch gebohrt habe. Nicht in die Außenhülle selbstverständlich, sondern nur da, wo man die Dinger dran befestigt. Das hat letzten Endes aber leider nicht so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. Ich habe dann auch festgestellt, dass selbst wenn ich die sehr weit nach hinten an mich ran, also weiter an den Sitz, weiter an mich ran schieben könnte, sind die immer noch zu groß gefühlt. Vielleicht sind meine Beine zu dick. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls so oder so, ob die nun näher an mir dran sind oder ob die vorne über den Knien sind, was passiert ist, dass meine Beine sehr flach runtergedrückt werden. Das heißt, ich muss auch die Fußstützen weiter nach vorne schieben und letzten Endes sind die Beine nur sehr, sehr flach angewinkelt in den Knien und das ist für mich einfach auf Dauer ein bisschen anstrengend. Ja, die Beine werden halt die ganze Zeit gedehnt. Ist nicht sonderlich bequem für mich. Was ich dann deswegen in der Zukunft vorhabe, ist vielleicht nach anderen, dünneren Beinstützen zu suchen, die ich hier montieren kann. Und momentan habe ich es einfach so gemacht, dass ich sie komplett rausgenommen habe. Das heißt, ich sitze hier ohne die Beinstützen drin. Ist auch nicht ideal, aber eigentlich ganz okay. Ja, wenn man versucht, jetzt momentan mit den Beinen gegen das Boot zu drücken, um eine sehr steife Haltung im Boot zu haben, dann drücke ich halt leider momentan mit den Knien hauptsächlich gegen die Außenkante. Das ist nicht, ja, wie gesagt, ist nicht ideal, funktioniert. Und heute soll es ja noch ein Stückchen weitergehen, bis zum Ende dieses Sees und dort sollte es dann auf einen Fluss gehen, auf den ich hoffentlich drauf komme und dann gucke ich da einfach mal, wie weit ich komme.
und ich habe den Fluss gefunden. Allerdings war ich vorhin, als ich gesagt habe, dass ich noch an dieser Insel vorbeifahren möchte und dann kommt die Verengung und dann kommt vermutlich der Fluss. Da war ich noch eine ganze Ecke weit von. Ich habe mir die Karte oder die Gegend irgendwann mal vor ein paar Monaten angeguckt und wusste, dass irgendwann eine Insel kommt und dann die Verengung in den Fluss geht und man dann unter einer Brücke durchfährt. Allerdings war das noch nicht die Insel, da kamen noch ein paar weitere Inseln. Und ja, mittlerweile habe ich es aber gefunden. Bin hier auch angekommen. Man kommt unter der Brücke durch. Es sieht auch wunderbar aus, als ob man hier weiterkommt, ohne irgendwelche Probleme. Das heißt, wenn man eine längere Tour machen möchte, was ich dann irgendwann in der Zukunft mal vorhabe, werde ich hier vermutlich lang paddeln. Das sieht sehr machbar aus. Für heute aber drehe ich um und fahre wieder zurück. Nicht vergessen, Bescheid zu sagen, wo man ist. Falls man dann doch irgendwann untergeht, wird man schnell gefunden. Ich bin an einer kleinen Insel an Land gegangen, eine von den vielen, die es ja doch tatsächlich gibt. Mehr als ich in Erinnerung hatte, auf der Karte gesehen zu haben. Ist auch eine Insel, die nicht als Vogelschutzgebiet deklariert ist, was man unter anderem daran erkennen kann, ja, dass hier offensichtlich des Öfteren Leute vorbeikommen und grillen oder vielleicht sogar campen. Ich werde jetzt hier erstmal eine Frühstückspause machen. Und weiter geht's. Und langsam geht die Tür zu Ende. Sonnig, wie vorhergesagt, war es leider gar nicht. Also es ist schon fast eine geschlossene Wolkendecke die ganze Zeit gewesen. Allerdings insbesondere am Morgen, als es generell sehr ruhig war, nicht windig war, der komplette See sehr still war. Insbesondere da war es aber ein sehr schöner Ausflug, nichtsdestotrotz. Die Beinstützen rauszunehmen hat mir auf jeden Fall deutlich geholfen. Ich bin jetzt, keine Ahnung, 4, fast 5 Stunden unterwegs. Natürlich mit einer kleinen Pause, aber ansonsten quasi ununterbrochen im Kajak gewesen. Und ja, sitzt sich deutlich bequemer, ich kann deutlich länger fahren, es macht deutlich mehr Spaß. Und da ist dann auch schon der Anlegesteg.
noch fix zusammenpacken und dann geht's nach Hause. Wiedersehen.